Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute geht es mal um ein komplett neues Thema. Ich werde immer mal wieder gefragt, was kann ich in meinem Ducato am Sitzkomfort machen? Und da sind unsere Optionen relativ eingeschränkt. Es gibt eigentlich bei jedem Hersteller ab Werk eine Sitzoption, das ist der originale Fiat-Sitz. Und die einzige Alternative, die es gibt, ist bei Lastrada ein SKA-Pilotensitz zu bestellen. Wenn man sagt, das reicht mir aber nicht oder ich möchte in einem Auto, was eben kein Lastrada ist, trotzdem einen anderen Sitz haben, wird die Luft ganz schnell dünn. Und da die Frage immer mal wieder auf uns zukommt und jetzt ein sehr treuer, langer Kunde gesagt hat, ey, das wäre echt mein großer Wunsch, haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns der Nummer mal an. Der hat auch ehrlicherweise viel Vorarbeit geleistet, hat sich ausgesucht, was er haben will, gucken will. Und ich mochte diese Sitzmarke schon immer gerne mit dem, was ich mir angeguckt habe. Und gedacht, wenn mal jemand danach fragt, machen wir das gerne mal. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir bauen in einen Westfalia Columbus, der ist schon 3, 4, 5 Jahre alt, neue Sitze ein. Und zwar von der Firma Scheelmann. Wir haben hier den ausgebauten Ducato Originalsitz. Das sind die Sitze, die reinkommen. Wie das genau geht, was das ändert, das zeige ich euch auf jeden Fall in dem heutigen Video zu unserem Umbau eines Pilotensitzes in einem Fiat Ducato. Und damit ihr einen guten Überblick habt, fangen wir jetzt einfach mal an und nehmen, soweit wir das können, die Ausgangsmaße von dem Ducato, wo das raus soll, damit ihr einfach wisst, wie sich Sitzhöhe, Sitzlänge und solche Dinge verändern. Dann nehmen wir euch ein bisschen auf der Reise mit. Wir springen nämlich so ein bisschen, zeigen euch, wie Sitz aus- und umgebaut wird, was wir jetzt noch machen müssen. Und am Ende des Tages haben wir hoffentlich ein richtig geiles Ergebnis. Und dann gucken wir nochmal, wie die Sitzposition sich wirklich geändert hat. Also, let's go. Wir gucken mal, wie wir so einen Scheelmann-Sitz in ein Westfalia Columbus reinbekommen. So, bevor ihr euch wundert, in was für einem Auto wir hier sind, wir haben einen nagelneuen Columbus 601 genommen, weil ich ungern in Kundenfahrzeugen filme. Das endgültige Ergebnis werden wir uns kurz in dem Fahrzeug angucken. Aber da ich jetzt hier an allen möglichen Sachen rumspielen will, haben wir einfach gesagt, die Sitzposition in den neuen Autos ist ja absolut identisch. Und wir versuchen 2 Sachen. Wir sind ja keine professionellen Produkttester. Wir versuchen 2 Sachen für euch darzustellen. Einmal meine subjektive Sitzposition und am Ende so ein bisschen den Spielraum, wie viel Verstellmöglichkeiten ich mit dem Sitz habe, damit ich, wenn wir nachher fertig mit dem Umbau sind, erkennen kann, was sich geändert hat und was nicht. Ihr erkennt schon im ersten Step, aktuell sitze ich eigentlich zu hoch. Also ich habe den Sitz jetzt ganz bewusst in die allerhöchste Position gestellt. Wir haben da beim Ducato-Sitz, ich sitze tendenziell fast ganz hinten. Das ist die hinterste Sitzposition und ich kann bei dem Sitz den Sitz relativ weit von vorne nach hinten schieben. Da ich aber sonst nicht unter das Lenkrad passe, verstelle ich ihn erstmal nach unten. Ihr habt in der Höhenverstellung vorne und hinten eine Einstellung. Dadurch kann ich die Neigung einstellen. Das ist zum Beispiel was jetzt im Zuge des Umbaus auf den Sitz rausfliegt. Dafür wird aber wahrscheinlich auch die Sitzposition deutlich niedriger. Und dann habe ich die Verstellmöglichkeit hier im Prinzip, da ist ungefähr das vordere Ende, da kann ich aber natürlich nicht mehr richtig sitzen. Wenn ich meine Sitzposition im Ducato mir raussuche, beide Armlehnen, nicht ganz nach hinten, einen nach vorne. So sitze ich persönlich relativ komfortabel. Ich mag sogar noch eine etwas steilere Rückenlehne. So sitze ich komfortabel. Falls ein Sitzergonomiker bei euch dabei ist, sagt mir mal in den Kommentaren, wie es richtig ist. Übrigens, das auch nochmal, wir nehmen ja eure Kritik ernst. Wir hatten neulich unter irgendeinem Video einen Kommentar, dass sich Dinge wiederholen, was ich einerseits gut nachvollziehen kann. Andererseits muss man aber ehrlicherweise auch sagen, wir stellen natürlich die Autos unserer Marken vor. Das heißt, wir haben Lastrada, Westfalia, Pössl, Globcar, Roadcar und die ganzen Pössl-Marken. Aber es ist auch ein begrenztes Umfeld. Dass da eine gewisse Wiederholung drin ist, ist klar. Wir versuchen das schon so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und als Konsequenz auf deinen Kommentar, falls du das heute dir anguckst, haben wir uns ein bisschen auch zu Herzen genommen und gesagt, vielleicht nehmen wir euch in Zukunft im Detail immer noch mal ein bisschen mehr mit. Und deswegen heute auch so ein rein technisches Video, damit ihr einfach für denjenigen, der sich das angucken will, glaube ich, ist das ganz interessant. Ich habe beim Ducato ja immer die Möglichkeit, das Lenkrad zu verstellen, aber nur auf dieser Achse und auch nicht so unendlich weit. Ich fahre immer mit dem höchsten Lenkrad. Das wäre meine Sitzposition. Jetzt gucken wir mal einfach mal da, wo ich sitze. Ja, wie machen wir das am besten? Ich kann eigentlich nur sagen, es ist eine komfortable, gute Sitzposition. Und jetzt komme ich einfach mal zu euch raus und dann nehmen wir nochmal die Unterschiede in dem, was messbar ist. Weil was für mich zum Beispiel ein bisschen störend ist,
ist, dass hier eine relativ große Lücke ist. Und das soll mit dem neuen Sitz besser sein. Und das sind die Sachen, die für mich interessant sind. Das können wir vielleicht doch noch mal messen. Wie misst man denn sowas? Bitte? Genau. Hier, wenn ich komfortabel in meiner Sitzposition sitze, habe ich hier 4 Finger breit Platz zwischen der Sitzkante und meiner Beinrückseite. Kann ich natürlich auch ein bisschen schummeln, aber so habe ich den Fuß normal stehen oder damit wir eine gute Referenz haben. Ja, so passt das schon. Ich will jetzt ja auch nicht im Detail. Zu kleinkariert sollte man nicht sein. Das, was wir uns gemeinsam noch mal anschauen, ist eben einmal zu gucken, was haben wir wirklich für eine Sitzhöhe. Jetzt in der untersten Position haben wir hier ganz hart vom Boden gemessen, haben wir 45 cm an der vorderen Kante. Das geht dann ein bisschen nach unten. Und wenn ich den Sitz, nicht erschrecken, zack, hochstelle, habe ich ja, so knappe 51,5, fast 52 cm. Das heißt, wir haben ungefähr 7 cm Höhenverstellung. Die obere Position habe ich noch nie jemanden drin fahren sehen. Und auch wenn ich mir die Autos angucke, sind fast alle Autos immer auf der unteren Position. Wenn Menschen relativ klein sind, ist es manchmal so, dass es hinten ein kleines Stück höher gestellt ist, damit man sich quasi so ein bisschen mit nach vorne kippt. Und wenn du einmal hier mit reinkommst, das, was halt die relevante Größe nachher ist, sitzt wieder ein bisschen runter. Geht gar nicht so einfach, wenn man nicht drauf sitzt. Am Ende ja, ach, das ist vielleicht noch ein guter Punkt, da haben wir auch einen guten Referenzpunkt. Wir haben jetzt die unterste Position, das Lenkrad ganz oben und wir haben, wenn ich hier gerade Linie vom Lenkrad zur Rückenlehne, so wie ich gesessen habe, wie ich mich wohlfühle, haben wir hier 56 cm mit drin. Und wenn ich es ganz nach vorne nehme, 36. Also wir können ungefähr 20 cm vor und zurück verschieben. Das, so viel kann ich vorweg schon mal spoilern, wird sich nicht großartig ändern, weil wir die Sitzverschiebung umbauen. Die Frage ist, ob der Spielraum, also ob wir weiter vorne oder weiter hinten drin sind. Und jetzt muss man fairerweise noch dazu sagen, der Westfalia-Sitz ist von Haus aus schon ein relativ schöner Sitz, weil Westfalia sich die Mühe macht, den Sitz selber aufpolstert. Das machen die wenigsten Hersteller. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit dem Sitz nochmal einen echten Mehrwert haben, der unterm Strich wahrscheinlich auch eine relativ teure Nummer wird. Aber das machen wir ganz am Ende, wenn wir wissen, wie lang und aufwendig so ein Einbau wirklich ist. Also, Ausgangsbasis haben wir gesehen. Jetzt packen wir mal die Kartons aus, bauen ein bisschen um und dann gucken wir uns am Ende das Ergebnis nochmal an. So, ihr wisst jetzt also ungefähr, worum es geht. Und wir gucken jetzt mal, wie wir da hingekommen sind und begleiten uns ein bisschen auf dem Weg. Das sind die großen Kartons, in denen die Sitze kommen. Das ist von einem Sitz einzeln und ich glaube, ich komme mal zu dir. Wir packen einfach mal gemeinsam aus und lassen uns überraschen, was da ist. Weil das, was ihr eben schon gesehen habt, ich jetzt erst noch entdecken muss. So, do not cut. Ist kein Messer, ne? Das machen wir mit ganz viel Gefühl. Es geht ja wahrscheinlich nur darum, den Sitz nicht kaputt zu machen. Aber zack, wenn ich hier oben bleibe, dann dürfte uns nichts passieren. Ich weiß auch gar nicht, wie man Klebeband wahrscheinlich abziehen wäre eine Lösung. So, geht auch so. Hervorragend. Dann lasst uns mal einen Blick in diesen schönen Karton werfen. Wollte ich schon immer mal wieder machen. Ein klassisches Unboxing. Ist auf jeden Fall, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das ein ganzer Sitz mit allen Anbauteilen sein soll. Schauen wir mal. Wir haben eine Kopfstütze. Ich packe mal Stück für Stück aus und dann basteln wir das gleich mal zusammen und gucken mal, was wir hier unterm Strich so haben. Polster, Leder und all solche Dinge kann man ja aussuchen. Hier in dem Fall haben wir, glaube ich, einen relativ schick gemusterten bräunlichen Stoff. Und das ist einfach, gucke ich gleich nochmal nach, ich meine, das war Kunstleder in braun und vor allem mit den braunen Nähten passend zu dem Rest. Aber das sehen wir gleich, wenn das richtig ausgepackt ist nochmal. Was haben wir noch? Hier haben wir, wo ist mein Messer? Da. Auch das kann man doch machen, nicht die coolen Unboxer immer
irgendwo die Sachen in die Gegend schmeißen, die man nicht mehr braucht, damit es hinterher beim Aufräumen alles dreimal so viel Arbeit macht für denjenigen, der es wegräumen muss. So mache ich das heute auch. Kabelbaum mit irgendeinem Relais, Schalter für die Sitzheizung, also auch alles, was wir brauchen. Das ist ja das, was eigentlich spannend ist. Aber erstmal müssen wir uns den Weg freigraben. Was haben wir hier drin? Irgendwo müssten noch genau, das sind, nee, ist doch nicht das, was ich dachte. Eine Armlehne, das ist auch schon mal gut. Noch eine Armlehne, damit das Aufräumen möglichst kompliziert wird, hinten raus, schmeißen wir das da. Es ist ein langer, warmer Sommer. Pappe, da hinten. Was haben wir noch? Das klemmt hier irgendwo fest. Das macht Spaß. Das weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich bleibt es am Ende eh an mir hängen. Also darf ich auch hinschmeißen, wo ich will. So. Wie kriege ich den da jetzt raus, ohne alles kaputt zu machen? Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Sitz. Wenn ich ihn zu fassen habe, dann ist gleich in Ordnung. Warte kurz, da ist noch ein Karton drin. Den legen wir hier mal hin. Fallen lassen. Hier öffnen. Oh, hör mal. ASMR-Video. Das ist quasi für die Leute, die auf Geräusche stehen. Was haben wir da drin? Ja klar, das letzte Teil, was wir noch brauchen. Die Sitzschienen, ein paar Befestigungsschräubchen noch, Müll. Und dann ist eigentlich das Spannende, was wir hier haben, wie so ein Sitz eigentlich aussieht. So, dann kommen Sie mal ran hier, junger Mann. Wir machen das anders. Guck mal, wie gut sich das anfühlt. Für das Geräuschvideo, hör mal. Oh, ist das schön. Scheelmann. Ich bin gespannt. Ich kenne die Sitze bisher tatsächlich nur aus irgendwelchen Instagram-Videos und von deren eigener Website. Macht aber schon im ersten Hinblick, das ist ja jetzt so das erste Mal Kontakt dazu, einen echt guten Eindruck, wenn man das anfasst. Ich finde, manchmal hat man, wenn man Dinge nachträglich beledert, irgendwo so kleine Falten oder Spannungen drin. Und das sieht aus, als wenn es ab Werk so wäre. Kommt ja auch direkt ab Werk. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir basteln hier mal die Armlehnen, die Kopfstütze und das alles ran. Und dann, glaube ich, müsst ihr dabei nicht unbedingt zugucken. Wenn wir das gleich zusammengesteckt haben, nehmen wir euch wieder mit dazu. So, Vormontage ist erstmal relativ einfach. Eigentlich habe ich ja nur ihr habt das ja gesehen, nur die Armlehnen festgemacht. Kopfstütze ist einfach nur zu stecken. Armlehnen sind höhenverstellbar. Wir haben diverse Einstellmöglichkeiten. Hier ist ein perfekt vorkonfektionierter Kabelsatz mit dabei für Sitzheizung in verschiedenen Stufen. Die größere Aufgabe des Ganzen wird jetzt unterm Strich sein, das in das Auto hinter euch reinzubringen. In der Theorie ist das erstmal ganz einfach. Wir haben hier noch Adapterschienen, die baue ich nur erst an, wenn der andere Sitz draußen ist. Die passen theoretisch hier nur einmal dran und im Idealfall, so wie es bestellt ist, wenn das alles hier da dran ist, können wir Gurtstraffer und alles, was dazugehört, das gehört nachher hier oben ran, das müsste also in der Theorie der Beifahrersitz sein, können wir das Ganze einfach 1:1 rausnehmen aus dem Auto, nehmen hier das, was ihr am Anfang gesehen habt, quasi den originalen Sitz raus. Der da ist auf der Beifahrerseite, haben wir den schon mal weggenommen. Nehmen den Sitz raus und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis mit dem Sitz da ist. Wir schrauben mal weiter und dann geht's weiter.
So, kleiner Zwischenschritt. Der Sitz, der draußen ist, das ist jetzt der Beifahrersitz. Den haben wir mal grob demontiert. In Sitz, in Drehkonsole, in Vor-Zurück-Schiebemechanismus. Das sind die Adapterschienen für die neuen Sitze. Lasst euch von dem Sitz, der hier steht, nicht irritieren. Der gehört zum anderen Auto, wo wir nur Batterie... Ach, der ist gar nicht zu sehen. Okay, da ist gar kein Sitz. Merkt, tut so, als wenn da nichts ist. Das, was für uns so ein bisschen am Anfang die Frage war, wie das umzusetzen ist, die Sitze haben ja... Ein Auto fängt ja an zu piepen, wenn du unangeschnallt losfährst. Da habe ich gedacht, wie erkennt das der neue Sitz? Aber diese Gurtbelegungserkennung ist tatsächlich ein einzelnes Teil oder der Anschnallererkenner. Und so wie ich das sehe, passt das hier 1:1 mit den neuen Adaptern. Das ist der Beifahrersitz, das heißt, wo haben wir das jetzt hier? Das ist die Seite, die oben dran ist. Ich habe das hier gerade einmal probeweise draufgelegt. Ich habe hier genau die Löcher, die passen. Da vorne passt, hier passt, da passt. Das heißt, wir haben nachher auf beiden Seiten im Idealfall die Dinger hier auf der Schiene. Und dann kommt, beziehungsweise erst den Sitz drauf, dann die Schiene dran. Und an der Schiene ist unten dann die Drehkonsole. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Da muss am Ende nur noch, wenn das alles dran ist, müssen wir uns überlegen, wo wir vernünftig mit den Kabeln hingehen, wo wir die Schalter für die Sitzheizung hinsetzen. Weil Westfalia das ab Werk hier in der Sitzkonsole gemacht hat, aber die haben wir ja am Ende nicht mehr. Das gucken wir uns aber an, wenn es fertig ist. Vielleicht kann man irgendwas von den Teilen übernehmen und ich bin gespannt, wie das aussieht. Gleich geht's weiter. So, kurzes Zwischenupdate. Ist zwar noch nicht fertig und auch noch nichts drin, aber hinterher ist sonst alles fertig und dann kann man die Dinge so schlecht angucken. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist quasi alles vom originalen Sitz runterzunehmen und auseinanderzubauen. Und die Drehkonsole bleibt die originale Fiat-Konsole, die ist wieder drin. Auch die Vor-Zurück-Schiene ist noch genau die gleiche. Und jetzt sind die Adapterschienen hier schon drauf, auf die der Schemann-Sitz gleich drauf kommt. Bisher passt das alles ganz gut. Was ich ganz charmant finde, das kann man nämlich jetzt ganz gut sehen, ist, wenn du hier an der Seite guckst, für mich war so im Kopf die größte Hürde in Anführungsstrichen, wie ist das ganze Gurtthema gelöst. Aber das ganze Thema Gurtstraffer ist ein separates Bauteil beim Fiat. Das hängt gar nicht richtig am Sitz, sondern das kann man 1:1 vom Originalsitz wegnehmen und an den Sitz hier mit Schrauben dran machen. Das passt also gut. Ist euch eigentlich klar, wie so ein Gurtstraffer funktioniert? Das fand ich persönlich noch ganz spannend. Aber wenn du hier nochmal von der Seite drauf guckst, ich denke, wenn Airbag auslöst, wenn ein Unfall ist, hier kommt auf jeden Fall elektronischer Impuls. Das bleibt auch alles original Fiat, da haben wir nichts umgebaut. Der zündet hier quasi einen kleinen Sprengkörper, wenn ich es richtig verstanden habe, schießt was nach hier vorne weg und in dem flexiblen Teil rutscht der ganze Gurt dann runter und zieht in dem Augenblick, wo der Gurt gestrafft wird, quasi euch den Gurt einmal hier strafft, damit ihr möglichst am Sitz dranhängt und nicht quasi erst im Falle eines Unfalls wird das Auto abrupt verzögert, relativ abrupt. Und sonst fliegt ihr erstmal, bis der Gurt die Spannung hat nach vorne und kriegt dann diesen Gurtdruck da drauf. Und in dem Augenblick, wo der schnell genug reagiert, hängt der Gurt fest dran und die Kraft verteilt sich über einen längeren Zeitpunkt. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass man das hier so ein bisschen auseinandergebaut sehen kann. Das haben eigentlich fast alle, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, alle mit drin. Ja. Mehr Aufregendes ist noch nicht passiert. Die aufregenden Schritte kommen dann jetzt. So, ein Tag später sieht man auch 12 Grad wärmer ungefähr. Wir sind fertig mit dem Umbau der Sitze. Sitze sind drin, es passt alles erstaunlich gut zusammen. Es ist dann am Ende des Tages doch ein bisschen mehr Kabel, als man vorher denkt, aber ihr habt ja die einzelnen Schritte zwischendurch gesehen. Guckt mal rein, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Wir haben die beiden Fahrerhaussitze drin. Im nächsten Step wird jetzt nur noch mal die Bank hinten umgepolstert. Ich finde, also was man auf den ersten Blick sagen muss, es steht schon mal wahnsinnig schick da. Passt auf jeden Fall toll zu dem Auto und man sieht auf jeden Fall, dass das speziell für den Ducato gemacht ist. Wobei man sagen muss, der Sitz ist quasi ein Standardsitz. Die Firma Schemann hat, wenn ich es richtig verstanden habe, verschiedene Sitze. Die gibt es in verschiedenen Höhen, Breiten, Ausführungen. Und dann gibt es verschiedene Adaptierungen auf die anderen Sitze. Also das, was wir euch ja unterwegs auf der Reise hierher gezeigt haben, ist, dass wir quasi von dem originalen Sitz das Untergestell abbauen. Dann kommt hier eine Adapterschiene dran, die zu den Schemann-Sitzen gehört. Und ab hier ist wieder originale Fiat-Sitzkonsole.
Das ist das, was es unterm Strich, glaube ich, auch halbwegs verträglich macht, wobei Pilotensitze am Ende des Tages immer teuer sind. So geil das aussieht und so cool das ist, am Ende ist ein Sitz nur so gut wie derjenige, der zu seinem Sitz passt und wie das komfortabel ist. Und deswegen ist eigentlich das Einzige, was relevant ist, wie sitze ich da drauf. Und damit das jetzt ungefiltert für uns alle ist, habe ich das noch nicht richtig geprüft. Ich bin 5 Meter von da, wo das Auto stand, bis hierher gefahren, habe noch nichts verstellt und das müssen wir jetzt mal gemeinsam rausfinden, wie das geht. Deswegen würde ich vorschlagen, als erstes setze ich mich mal drauf und stelle mir mal den Sitz so ein, wie ich das für mich am charmantesten finde. Ich hüpfe mal rein. So. Was mir schon auf den 2,50 Meter hier eben aufgefallen ist, ist das, was wirklich, und das empfinde ich als sehr angenehm, hier an der Seite eine deutlich größere Führung ist. Also hier ist viel mehr Sitzwange sozusagen, die rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt schwungvoll um die Ecke fahre, habe ich viel mehr Halt. Ich glaube, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, die Firma Scheelmann ist groß geworden, vor allem durch Sitze für Land Rover und Co. Also man merkt das schon, dass die auch für robuste Dinge gedacht sind. Der Verschiebemechanismus ist ja der originale Fiat-Mechanismus. Da werden wir nachher mal gucken, ob das vom Spielraum das gleiche bleibt. Wir haben hier weiterhin das Lenkrad. Ich glaube, ich hatte das Lenkrad draußen beim Vergleich gestern. Ne? Ja, ich habe das Lenkrad, weil ich habe gesagt, ich fahre immer mit der hohen Position, damit wir vergleichbare Maße haben. Wir haben bei den meisten Autos ist das selbsterklärend. Wir haben 2 normale Armlehnen, die man hier über, guck mal, wenn du da drauf guckst, hier ist ein Verstellrädchen. Mit dem Verstellrädchen könnt ihr die Auflagefläche der Armlehne einstellen, so wie es bei anderen Pilotensitzen letztendlich auch ist. Und jeder kann sich das einstellen, wie er das mag. Wie würde ich denn sitzen? Ich glaube, ja, so würde ich für mich auf jeden Fall hier sitzen. Dann ist das vom Abstand so komfortabel und dann passt das. Ich sitze gefühlt einen ganz kleinen Tick niedriger, wobei ich sagen muss, es ist nicht ganz so viel niedriger gekommen, wie ich auf dem ersten Step gedacht habe, weil wir zwar die ganzen Verstellmechanismen rausgenommen haben, aber diese Adapterschiene, die Scheelmann mitliefert, am Ende auch wieder einen Teil der eingesparten Höhe rausholt. Deswegen messen wir hier gleich mal die Höhe, dann haben wir da ja eine konkrete Zahl. Ich glaube, das, was wirklich relevant und cool ist, habe ich Gang drin? Ja, ist, dass das hier verstellbar ist. Ich drehe das einmal ganz kurz rein, wo der hintere Anschlag ist, quasi für die kürzesten Beine. So, guck mal, dann messen wir das einmal. Wir haben jetzt hier gerade Linie zur Rückenlehne, ist ungefähr 47 cm. Und jetzt drehe ich das mal raus, weil das ist was mir bei jedem Ducato-Sitz massiv fehlt, dass meine Beine einfach zu lang sind. Dieser Winkel, wo es gestern, wenn ich mich recht entsinne, 4 Finger waren. Und ich drehe mal jetzt auf vorderen Anschlag nach draußen raus. So, 47, hast du gemerkt? 47, ne? Ja, ungefähr, ein bisschen mehr als 57, also gute 58. Das heißt, da ist, glaube ich, das, man sieht ja auch, wie weit er hier rausgekommen ist. Das ist das, was wirklich cool ist vom Unterschied, vom Sitzen. Ich hüpfe da nochmal drauf, weil wenn ich jetzt, als ich eben drauf saß, war es ungefähr vergleichbar mit dem, oh, jetzt mag ich sogar fast ein Stückchen zurück. Und das ist ja, wenn ihr euch daran erinnert, bei dem Ducato, hier ist es mir jetzt schon, ich kann fast wieder 2-3 Zentimeter zurück. Das heißt, hier habe ich eine volle Unterstützung unter meinen Beinen und das ist für mich ein absoluter Gewinn, der sowas auf jeden Fall schon wert ist. Ja, so liegt mein Bein richtig schön auf und wenn ich saß gestern ja auch so, jetzt ist es mir fast schon zu dicht dran, also ich würde zum Benutzen eher noch 2 Zentimeter wieder zurückdrehen. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Dann gehen wir mal hier, sind wir im hinteren Anschlag, das Lenkrad ist so wie es war. Dann messen wir nochmal die Höhe, die hatten wir gestern. Ja, messen wir beide Höhen. Einmal das ganz draußen. Hier, und da musst du jetzt einfach den Vergleichswert einblenden. Haben wir ungefähr 45 cm. Und wenn ich drehe das jetzt wieder ganz rein. Und ja, das hätte ich mir sparen können. Die Höhe da vorne bleibt im Prinzip die gleiche.
Von den Verstellmechanismen der Lehne ist es so, dass wir hier natürlich wie jeden anderen Sitz Neigung in alle Richtungen verdrehen können. Und wenn du einmal kurz von der anderen Seite reinguckst, dann können wir das vielleicht gut zeigen. Also er hat eine 4-Wege-Lordosenstütze, das heißt, wir haben hier noch eine Unterstützung und das ist was ich wirklich, wenn ich hier, das ist unten die Lehnenneigung, was ich da deutlich spüre, dass ich mir das richtig im Rücken noch um dieses Hohlkreuz, wie sagt man, auf jeden Fall da, wo die Wirbelsäule Unterstützung braucht, kann ich mir das gut unterstützen und dann viel einstellen. Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen spielen und gucken. Sitzen ist ja super subjektiv. So, jetzt haben wir hier lange rumgequatscht über diese wunderschönen Sitze. Am Ende wird sich die Frage stellen, was kostet der ganze Spaß? Und Pilotensitze sind tatsächlich unterm Strich kein Geschenk, das kann ich euch so sagen. Der Vario F, den wir jetzt hier drin haben, kostet im Grundpreis 1.663 € pro Stück. Also wir reden immer pro Sitz. Dann haben wir die 4-Wege-Unterstützung da drin, die ungefähr 200 € kostet. Und dann haben die beiden Sitze natürlich Sitzheizung mit drin. Das sind nochmal 200 € pro Sitz. Das heißt, wir reden über ungefähr 2.000 € plus Armlehnen, 2.100, 2.200 €, die hier pro Sitz stehen. Ein bisschen Montage noch mit dazu. Kann man sich selber ausrechnen, dass das kein ganz günstiger Spaß ist. Aber, und das kann man ja auch ganz klar sagen, die Kunden dieses Fahrzeugs sind ja sogar vorher bei der Firma gewesen, haben dort lange Probe gesessen. Am Ende, wenn ihr dafür entspannt von A nach B kommt und ihr verbringt ja im Idealfall, wenn ihr alles richtig macht, sehr viel Zeit auf diesem Sitz oder auch auf dem, dann ist das vielleicht auch das Geld wert, wenn man dafür ohne Rückenschmerzen mit schicker neuer Optik am Urlaubsort ankommt. Ja, zum Ende des Videos stellt sich eigentlich nur die Frage, ist das jetzt zu viel Text für so ein kleines Detail wie ein Pilotensitz? Ist das so, dass ihr sagt, weiterhin Technik? Ich glaube, wenn wir das abfragen sind, ist das eine geteilte Meinung. Wir werden versuchen, unsere Mischung beizubehalten. Wie ihr merkt, das ist jetzt ein Unter-der-Woche-Video. Einfach mal so zwischendurch, um euch ein bisschen Input zu geben, was für Varianten da sind. Wenn ihr Ideen habt, was euch mal interessiert, schreibt das ruhig gerne mit in die Videos. Vielleicht gibt es sich ja dann irgendwann mal beim Um- oder Ausbau eines Autos die Möglichkeit für uns, das mitzuschneiden. Erstmal vielen Dank fürs tapfere Zusehen bis hierher. Das heute war auf jeden Fall unser Video zum Umbau eines Westfalia Columbus auf Scheelmann Pilotensitze hier vorne. Und ich wünsche den Besitzern jetzt erstmal einen schönen, entspannten, rückenschonenden Urlaub. Und euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute.